Muy buenos días a todos. Ik heet je herzlich welkom in jeder einer Wert. Dessen Gottesdienst gekommen ist, mag uns dort im Segen sein. Wir uns am Anfang den Gruß lesen, was im Bulletin ist. Hosianna, gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn, der König von Israel. Johannes 12, Vers 13. Wir uns das Haupt neigen zum Gebet. Vater, wir seien dir Dank, dass du uns gnädig bist. Wir seien dir Dank, dass du Geduld mit uns hast. Und Herr, wir seien dir Dank, dass wir noch einmal können, taub kommen, um von dem Wort zu lernen, uns abzubühen und unsere Seelen zu erquicken. Herr, ich freue von jedem ein, wer von dir eine Abgabe hat, hier was fertig zu bringen, musst du Geduld schenken. Herr, musst du mit uns sein, und Herr, machen jeder einer dort diene ihr tun. Herr, ich freue uns, die dem Wort von dir muss segnen, musst du unsere Horten aufmerken und mach wir lernen von dir und mach dem Wort zu uns reden. Herr, ich freue für Juan, ich freue uns, du musst mit am sein, musst du seine Lippen salben und mach dem Wort reden und mach dort auch zu dienen ihr kann tun, musst du verherrlicht werden durch diesen Gottesdienst. Das bitte ich in Jesus Christus in Namen. Amen. Wir freuen uns, die Gesanglehrer uns machen anleiten mit den Leuten. Buenos días a todos. Das erste Lied, was wir uns singen, es war, dass Jesus starb für mich. Nummer 343. Schuld ab, wir posten das für das Lied. Das
Jesus hieß zum Kreuz mich. 352. Die dürfen Platz nehmen für das nächste Lied, weil wir uns dort abverheben. Wie tief muss Gottes Liebe sein? Wenn wir kicken uns aus dem Palmsonntag, Jesus wissen, was Feierabend stund, da wird eine große Leute gebraucht haben, sein Kreuz entgegen zu tun. So, weil wir kraftig mitsingen, alle mit dem Lied. Wie tief muss Gottes Liebe sein?
schaue auf den Mann am Kreuz, hat meine Schuld dort sehen und vor Beschämung sehen, mich bei den Spöttern stehen. Für meine Sünden hielt er Tod, sie brachten ihn ums Leben, sein Sterben hat sie ausgelöscht, ich weiß, mir ist vergeben. Ich werde keiner Macht der Welt und keiner Weisheit trauen. Auf Jesu Tod und Auferstehen will ich mein Leben bauen. Ich hab das alles nicht verdient. Ich lebe durch seine Gnade. Sein Blut bezahlt für meine Schuld, damit ich Leben habe. Dankeschön für jene Goven und für Matzing. Wieder war wir auf die Bekanntmerkungen abchecken. Ab Nummer 1 hier in der ersten Stufe in der Vorhalle, du sind Umweltseiten Daschen, wo ich Informationen kann kriegen für den Passbox, für was der dient und wo ich kann einen erholen. Und ab Nummer 2 würde ich Jakobo die Chance geben. Goede morgen van mijn zijde ook goed. Ik wil hier op nummer 2 bloß klein beetje opmerksam merken. Dus dat hier zegt, alle Glieder zijn verpflichtet, dort zusammen morgen op Gemeindestund. En ik würde besonders schon mit mir an Riemchen den Tiet an. Wir wollen wichtige Entscheidungen treffen. So, das ist wichtig, dass wir alle Porto von sein, nicht bloß 2 oder 3. Und dass wir alle Porto sein und bekannt macht sein, wo das entscheidet worden und was wir wieder wollen tun. So, ich will wirklich von heute Mut mehr. Ich den Tiet auf und komme zu das. Und dann ist hier eine Bemerkung nicht abgekommen, weil bekannt geben, wir wollen von nu wieder dass wir hier Anfang alle anderen Monate den letzten Sonntag Eten haben im Gymnasium. Pardon. Eten daheim. Das soll Geld sammeln, wenn wir entscheiden, Sonntagschule zu bieten, dass du bei uns auch bezieht ankommt. Das hat sich gut gelohnt, zu Jahr dort tun. Und wir wollen ein bisschen anders tun, als wir das zu Jahr deuten, dann wird Menschen gefragt, was sie darauf wollen tun. Helena Wieb hat sich dort dann übernommen, Menschen fragen, was sie wollen Eten machen. Und nu, wo wir selber sich dort übernehmen, dass du zu Eva sagen und du bitte sein, bloß die sagen, die bei Jahr malen, wenn die dort bei uns interessiert, du Eten machen. Wir wollen nu den letzten Sonntag diesen Monat, wo wir all mit anfangen, malt die dann auch, wenn ich sage, ich will nur mit ich keep op opstellen en we hebben er een zin eten buiten, dan hebben we daar wat met te houden. De nummer van Helena Wieb, dat is met 624, 127, 93, 78. 127, 93, 78. So. En als we ons interessiert, als diesen
letzten Sonntag diesen Monat, dann malt ihn da an Aare und dann du war dort wieder da. Gracias. Gracias, Jacobo. Nummer 3, Dinsdag kl. 7, Orchesterprobe. Vorher mag ich dort mit weg, was nicht Bibelstunde sein. Und ab Nummer 5, Karfreitag wird kl. 9 morgens Gottesdienstempfang. Und Nummer 8, 32, als das allgemeine Abendmahl, wo alle Gläubige, Getaufte und Bußfertige Tumul angelut sein. Paulus sagt, der Mensch prüfe aber sich selbst, und also esse er von diesem Brot und trinke von diesem Kelch. Und ab Nummer 6, dus ein Fehler, dort wird Sinn und kl. 6 pm, und es steht 7 pm, Chor und Orchesterprobe sein, so mag ich dort. Und Sinn und kl. 6 morgens Mannebetstunden, Nummer 8, Segenswünsche für John und Susi Neufeld mit ihrem Töchterchen Jessica, das ihnen am 11. April geboren wurde. Ab Nummer 9, der Finanzkurs wird wieder geboren worden, wo alle Erwachsenen, Jugendliche während Sonntagsschule angelut sind. Und dann ich habe hier noch eine Bemerkung, der Familienverein hat von der und Hauptkummer, ja, die sind alle angelut im Gymnasium, der 3:30, sie waren die Wuffeln in Kaffee haben und auch laut, wenn die wollen Fleisch mitbringen, Lomo wird einmal zum Backen, du wirst laut sein und wenn du wirst Wuffeln Kaffee sein, dann trinkt dich ein anderes Fleisch, ob man die dann apart mitbringen. Jugend, du sind auch was Aktivitäten für Jugend und nicht für jeden nächsten Sonntag tierisch abzustehen am Numbeut fahren. Wieder würde ich aufmerken für Klimat für eine Chance, wenn du auf einem ernst Gebetspunkt da sein, wird hier nicht boben sein. Entschuldigung, mir war kurz eingehalten, da habe ich nicht an meinen Kalender Agenda abgekickt. Diesen letzten Sonntag diesen Monat habe ich Konferenz. So, dann wird dort nicht Post sein, dort wir diesen Monat dort durchhauen. Das geht mir an, so ich war, das schwindes mählich frisch bekommen, wir wann aber den Sonntag dann aufstellen. Gracias. Ja, wenn nicht was ist, dann wollen wir uns auch einmal neigen zum Gebet, weil das Punkt vor Gott bringt. Vater, wir kommen nochmals vor dir, Herr, wir danken, dass du immer du bist, nur uns horchen, und Herr, wir danken, dass du unsere Gebete erhörst, wenn die nur dem wohlgefallen sind, und dass immer dem Willen durchgeführt wird. Herr, wir freuen für Kranke in der Gemeinde auch, in der Umgebung, Herr, du weißt, was mit jedem einsteht, und Herr, du weißt, was empfehlen wird, und was das Beste für jeden einen ist. Herr, ich freue für Peter und Maria Wieb, die in Altersheim sind. Ich freue, dass du mit uns sein musst, die Entheilung schenken, wenn es ihm wohlgefallen ist. Und ich so für jeden einen, was in Altersheim ist, musst du Geduld schenken, und Herr, musst du besonders dich bei sein, und machen sie festhalten, glauben, was du wahr kommst. Herr, wir beten auch für Emily Grace, Tochter von Willi und Susi Dyck. Herr, wir freuen auch durch Heilung, und du weißt auch, was mit ihnen steht, musst du mit ihnen sein. Herr, wieder bete ich für jeden einen Taufkandidat, der die Entscheidung getroffen hat, sich will taufen lassen. Herr, ich sei dir Dank, dass du etwas gnädig warst, dass sagen könnt, der Buße fängt. Und Herr, soll du wer mangt sein, was noch nicht die Buße hat, könnt annehmen, musst du auch gnädig sein. Muss ich nur die Buße fängen, muss ich den Raten, den Glauben kann kriegen. Herr, so bete ich für jeden ein Zeuge, für ihn musst du Weisheit schenken, und kriegst du, wenn er halbfehlt mit das Evangelium, musst du die Zeuge Weisheit schenken, und dort deutlich zu merken, dass sie das machen ernst nehmen, dass sie machen, die Buße fängt in den Raten den Glauben kriegen, und dass sie sich durchab würden taufen lassen. Herr, ich freue wieder auch für die Obrigkeit in uns Land,
en weltwijd, Herr, wie zijn dat de Welt brengt aanvrede, en Herr, mocht u met uns sein, mocht u met de oprechtheid zijn, mocht u ons Schutz schenken, ganz besonders, mocht wir bereit sein, das Evangelium wieder zu bringen, dass du mehr Friede gefangen wird und dass mehr Friede kann gebracht werden durch dein Wort. Herr, ich frage wieder um deinen Segen über diesen Gottesdienst und ich frage noch einmal, dass du dein Wort muss segnen, was Juan ans Wort verbringen. In Jesus Christus in Namen. Amen. Als nächste hast du ein extra Gesang von Lisa Villa und kurz nur dem, was Juan die Botschaft bringt, sein Text ist über Matthäus 21, 1-11. He left the splendor of heaven, knowing his destiny was the lonely hill of Golgotha, there to lay down his life for me. If that isn't love, the ocean is dry. There's no stars in the sky, and the sparrow can fly. If that isn't love, then heaven's a myth. There's no feeling like this. If that isn't love. Even in death he remembered the thief hanging by his side. He spoke with love and compassion. Then he took him to paradise. If that isn't love, the ocean is dry. There's no stars in the sky, and the sparrow can fly. If that
Buenos dias. Ich grüße Ihnen im Namen von unserem Herrn Jesus Christus. Für mich ist es hier eine Freude, hier mit Ihnen zu sein. Als ein Stück von der letzten, was ich die Botschaft habe. Und für mich ist es fair, ich immer war, Gott sein Wort, die Zwischenmittler zu sein, zwischen Gott sein Wort und Zuhörer. Palmsonntag. Von der hier wie Palmsonntag. Jetzt ist der Sonntag, der letzte Sonntag vor Ostern. Und das ist ein Sonntag, denkt wie, besonders an die Begebenheit, wo Jesus mit dem Buddha in Jerusalem dann gereist kam. Und wo die Menschen dann ihre Kleider am Berg anlegen, wo sie Aster aufbrüten von Palmen und die vor Jesus anlegen, um das heute können übergehen. Und wo sie dann schrien, Hosianna, gelobt sei der da kommt, im Namen des Herrn. Das ist ein besonderer Tag. Das ist ein historischer Tag. Die Propheten, die haben von diesem Tag geschrieben, auch all im Alten Testament. Als der Prophet Daniel betet für sein Volk, nur dem, was das Volk Israel oder das Juda, wie in Babylonien haben, verschleppt worden. Und als es almost 70 Jahre wären von dem, was sie hier in Babylonien wären, als Sklaven viele, dann liest Daniel einen Tag von den Propheten in Jeremia. Und er fängt dort, dass der ist an die Mess an. Dort von der Gefangenschaft. Und er fängt an zu beten. Und er betet um Buße. Und er betet für sein Volk. Und als er ist das Bet, dann auf einmal plötzlich ist der Engel Gabriel hier so bei. Und der Engel, der fängt an zu ihn rechnen. Und er sagt, krank, wat nu dem nu wat kommt. Das wäre ein Trost für Daniel. Und dann du so in Daniel Kapitel 9, Vers 25, da hast du von 24 und wieder, 24 bis 27 sagt der Engel Gabriel, dann krank, was im kommen muss. So du so in Vers 24, ich will bloß den Vers lesen, sagt das steht. So wisse nun und merke, von der Zeit an, da ausgeht der Befehl, dass Jerusalem soll wieder gebaut werden. Bis auf den Gesalbten, den Fürsten, sind 7 Wochen und 62 Wochen. Dus wir wollten jetzt aus Babylonien Jerusalem annehmen, die verbrüchen alles. Die Tempel und alles wird verbrennen, die Stadt wird durchgebrannt, die Mauern werden verbrennen. So nu sagt der Engel Gabriel hier zu Daniel, so wollt nu, dass von dem Tag an, wo der Befehl wird rausgehen, dass Jerusalem soll frisch abgebaut werden. Von dem Tag an, bat den Gesalbten, bat den Messias, wir in erstlich 7 Werk, dann aber noch einmal 62 Werk. Das sind 69 Werk, 69 Zeboinen. Das wären jetzt 7 in Hebräisch. So das ja von hier 423 Jahren. Nu, de Frau ist, wanneer ging der Befehl rüht, Jerusalem frisch abzubauen. Viele Menschen haben sich das ausgerechnet. Einer von ihnen ist Robert Anderson. Und wir finden das in Nehemia Kapitel 6, wo Artaxerxes Longimanus jetzt den Befehl rütgab, Jerusalem frisch zu bauen. Heute sagt, das Tag, aus des Befehls rütgegangen, als der 14. März im Jahr 444 vor Christus war. Und wenn wir nun nach den jüdischen Kalender gucken, die jüdische Kalender, der hat 360 Tage und es steht 364 Tage. Wenn wir den Jahr verrechnen, dann bringt uns das bei den 6. April, nach uns Kalender nun, 32 nach Christus. Das ist 69 Werk. Und das ist gerade der Tag, wo Jesus als König in Jerusalem gereden kam. Wunderbar, interessant.
Zacharia hat ook van deze dag geredet. Zacharia 9, Vers 9, sagt es dort: Du Tochter Sion, freue dich, siehe. Freue dich sehr. Und du Tochter Jerusalem, jauchzet. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einen Esel, auf einen Füllen der Eselin. Nu, van deze dag, viele junge Menschen kommen immer weiter mit der Frau ab. Wo kann wir dort weten, dass die Bibel wirklich Gott sein Wort ist? Ich sage, eine von den stärksten Antworten zu dieser Frau ist, indem wir sehen, dass Hunderte, ja sogar Tausende Prophezeiungen vom Alten Testament all in Erfüllung sind gegangen. Nu, dass das Palmsonntag passiert, hier finden wir wahre Erfüllungen von Prophezeiungen. So, nu wollen wir uns diesen Tag mal betrachten. Was passiert damals am Palmsonntag, an diesen Tag? Und mein erster Punkt für meine Botschaft hat gesagt, Jesus plant als König zu erscheinen. Und wenn wir mal anfangen, ich kann leider durch so den Tag geändert. Da wird nu nicht Matthäus sein, so wenn wir unsere Bibel noch merken in Lukas Kapitel 19. Diese Geschichte von dem Palmsonntag finden wir in den 4 Evangeliums, Matthäus 21, Markus 11, Lukas 19 und Johannes 12. So ich habe mir den Tagsleiter gewählt in Lukas, so wenn ihr die Bibel mit habt, schlut ab Lukas Kapitel 19, Vers 28. Und wir fangen an mit dem 28. Vers. Und als das gesagt hatte, ging voran und zog hinauf nach Jerusalem. Nu, Jesus war auf diesem Punkt von seinem Leben ganz am Ende von seinen Dienst gekommen. Viele Dinge waren passiert die letzten 3 Jahre. Hat seine Jünger erwählt, sie waren auf verschiedensten Städten angereist, über das ganze jüdische Land. Verschiedenste Wunder hat er getan. Hat viele Menschen geheilt. Ja, hat nicht groß noch war, dicht bei Jericho 2 blinde Säulen gemerkt. Tausende Menschen hat er gelehrt. Viel wird passiert. Und er wird nicht groß bei Zachäus gewesen, er war ein kleiner Mann, der am Baum abkroop. Und als er hier dann in sein Haus ist, du sagst er dann auch, ich bin gekommen, die Menschen sind gekommen, um zu sehen und zu raten dort, wo er verloren ist. So nu ist er am Weg nach Jerusalem, von Jericho nach Jerusalem. Mir ist es hier so wichtig zu beachten, dass Jesus auf diesem Punkt versucht, seine wahre Identität und Offenheit zu verstärken. Als Jesus seine Jünger auf eine Art fragt, wer seien die Menschen, wie ich sie? Und seien dann einzige sein Elia. Und dann sagt er, wer sagt je, wer ich sie? Und dann sagt Petrus kurz, du bist Christus, du bist der Sohn Gottes. Und in Markus Kapitel 8, Vers 30 sagt Jesus dann, dass er früher in ernstlich, das sei zu können sein. Das sei zu können sein. Als Petrus, Jakobus und Johannes mit Jesus auf den Boden abgingen, am hohen Boy, wo Jesus dann verklärt, wo er ihnen angesagt dann so Dach aus der Sonne, und wo Elia, Mose dann auch bei ihm waren, als sie dann von diesem Boy raufgehen, dann sagt Jesus weiter, das soll ja zu können sein. Also er versucht, seine wahre Identität zu verstärken. War auf diesem Punkt. Die Frau würde Jesus sagen, warum? Wahrscheinlich ist es gewesen, wenn eine öffentliche Bekannung als Messias zu geben, das würde ein direkter Anstoß sein gewesen von den Römern gegenüber. Wir wollten dort Juda, die Juden, die waren unter der römischen Regierung in diesem Punkt, so in Rom sehen, wer der König wir. So, wenn der irgendwer würde sich bekannt geben als der Messias, als der König, das können
einen großen Anstoß geben von den Römern. Aber nu, auf diesem Punkt, hier so, wo er dort wollt, dort ein wenig der, was am gekriegt worden, laat er sich nicht bloß als Messias zu verehren, sondern er selbst plant dafür. Nu ist es Zeit. Nu ist es Zeit, dass die Menschen dort hier, dort auch seine Messias. Vers 29. Und das begab sich, als er nahe von Bethphage und Bethanien an den Berg kam, der Ölberg heißt, da sandte er 2 Jünger. In Johannes Kapitel 12, da fingen wir auch dort, hier so in Bethanien, hielt er noch einmal bei Lazarus, Maria und Martha an. Und hier so salb Maria Jesus in der Feut mit kostbare Öl. Wir wollten jetzt dort Judas das nicht gefallen. Und Maria, da, wo dann Luther noch mit ihrer Haar die Feut gedriecht haben. So, er hält das an. Und das lesen wir gleich in Johannes Kapitel 12. Und dieser Vers 12 sagt er dann, in den nächsten Tag ging er dann nach Jerusalem. Und nu schickt er hier 2 von seinen Jüngern rüt. Sag nicht, wo von den Jüngern, aber er schickt hier 2 Jünger rüt. Dann versteht ich, sagt, und sprach, geht hin in das Dorf, das gegenüber liegt, und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet das los und bringet es her. So nu schickt Jesus hier 2 von seinen Jüngern rüt, in een dorp wat du hier in Everlich, wat du dich bias. Wat sollen sie tun? Sie sagen, du wird ein Burger sein, der wird angebunden sein, bringt den Burger los und bringt den her. In Matthäus schrift noch von zwei Burgers. Hier ist die Eselin und dann noch der kleine Volk. Nu, waarom een Burger als de Frau? Ich würde sagen, erstlich um die Prophezeiung von Zacharia zu erfüllen. Kriegst du Zacharia Schrift, dass den König kommt auf den Burger. Und zweitens, in jene Deel, wenn ein König, wenn der wird mit einem Piet angereden kommen, dort bedient so viel, dort du wir kriegst. Aber wenn er wird mit einem Burger ankommen, dort bedient so viel, dass du wir Frieden. Und dann wieder am Vers 31 bis 34 wollen wir wieder lesen. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr das los, dann sagt so, der Herr bedarf seiner. Und die er gesandt hatte, gingen hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte. Als sie aber das Füllen losbanden, sprachen seine Herren zu ihnen, warum bindet ihr das Füllen los? Sie aber sprachen, der Herr bedarf seiner. So die Jünger gingen das Dorf an, und interessant, wie Praxisskills hat gesagt. Da wir im Burger, da wir angebunden, sie gehen, blicken den Burger auf die Hand, bringen den Burger los, und dann sagen die Wirts für den Burger hier und fragen, hey, warum bringen die diesen Burger los? Und dann sagen sie, der Herr bedarf seiner. Uns Herr fehlt diesen Burger. Und wieder sagen sie nicht. Das ist wunderbar. Jesus weiß zu allen Tiden, was da passiert. Alle weh. Jesus wir und Jesus ist allweitend. Er weiß, dass er ein Burger sein. Er weiß, dass er ein Frauen, woran bin ich denn los? Frag so weit Jesus von der auch alles. Er weiß um jeden einen von ihnen an. Nu, kriegt es Jesus damals seine Erscheinung in Jerusalem geplant, kriegt so hat er seine zweite Erscheinung als König für die ganze Welt geplant. Und erstlich, um uns als gläubige Christen mit Arm taub abzuheben, hat er geplant. Hat er gesagt. In Johannes 14,3 sagt er, hat er das Lied gesagt. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Sagt Johann, sagt er, jünt eine Stätte bereiten,
En wanneer ik wat terugkom, dan wil ik jullie alle nemen, omdat je worden zijn, die we ook zijn. En dan in Vers 18 sagt er, ich will euch nicht als Weisen zurücklassen, ich komme zu euch. So, hij muss einmal weggaan, aber als je gewoon steht für te bereiden, en wel terugkomen. Om al de Gläubigen met arm Jods te entdrücken. Datzelfde finden wir auch in 1. Thessalonicher 4, 16 bis 17. Da sagt es dort, denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Ruf ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel. Und die Toten werden in Christus auferstehen zuerst. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir beim Herrn sein alle Zeit. Jesus hat het al geplant. Paulus wist om. Gott hat ihm das offenbart. Jesus plan damals in Jerusalem anzukommen. Und er dort. Jesus hat geplant, frisch zu erscheinen als König. Und er wordt. Eerstlich, die Christen, al die Gläubigen, mit ihm zu entrücken in de Wolken. Und zweitens, nur de grote Trübsal, und wir wollen nicht hier so deutlich angehen, aber da wird eine grote Trübsal sein, nur die Entrückung. Und nur die grote Trübsal hat er geplant, zu kommen und dann alle Völker zu richten, was dann wollen, aber ihr sein. Und das hat er auch selbst gesagt. In Matthäus 24, Vers 29 bis 31, da sagen sie es: Sogleich aber nach der Trübsal jener Tage wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren. Und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am Himmel. Und dann werden wehklagen alle Stämme der Erde und werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen, und sie werden seine Auserwählten sammeln von den 4 Winden, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. So Jesus hat geplant, zu kommen. Erstlich haben sie eine Gemeinde mit ihm zu entrücken. Zweitens, haben alle Völker, die waren bleiben, aber ihr zu richten. Der welche Frau hier so aus, denkst du daran? Denkst du daran, dass Jesus in ernsten Moment kann zurückkommen? Und noch welcher? Was die Reut? Was die Reut für diese Wiederkunft Jesu? Er plante damals in Jerusalem anzukommen, und er dort. Er hat geplant, zurückzukommen, und er wird. Das bringt mich zu dem zweiten Punkt. Jesus erscheint als König. Vers 35 und 36. Und sie brachten zu Jesus und warfen ihre Kleider auf das Füllen und setzten Jesus darauf. Als er nun hinzog, breiteten sie ihre Kleider auf den Weg. So zijn 2 Jünger, die gehen dann in den Dorf an, bringen den Barren los, bringen den Jesus, leihen ihre Kleider auf den Barren ab, zaten Jesus tussen ab und losgehettet. Zijn ze am Weg in Jerusalem an. Und hier so sind dann nu Menschen, sind viele Menschen. Zu dieser Zeit wird jetzt so Passafest gefeiert in Jerusalem. Und du wirst nicht bis 100 Menschen, du wirst Tausende Menschen. Sogar hunderte Tausende Menschen. Josephus redet von über 1 Million Menschen, die zu dieser Zeit nach Jerusalem kommen. All die Juden von weit und breit, die verstreut werden durch die Gefangenschaft, kommen ter Passafest und das verordnet wir im Gesetz. So viele von diesen Menschen haben noch von Jesus gehört. Haben noch gehört, was von der Wunder Jesus tut. Haben noch gehört, wo er kurz hat Lazarus vom Tod abgewagt. So Jesus hat auch viele Jünger. Und viele von seinen Jüngern werden bloß seine Jünger, wenn sie die Wunder.
Aber der hat auch Gänger, was wirklich am Trü wären. Aber hier ist nur uns eine große Menschen, und sie leihen ihre Kleider vor Jesus uit, vor dem Berg Jesu Han. Ein anderer, das sagt nicht in diesem Tag, so bei Jutz in Matthäus 21, sagt dann auch ein anderer, berühren Aster von den Bäumen, die Palmen, und leden die Aster durch so Han. Das ist, warum das Palmsonntag heute nicht. Nu, das wir in Janedeel ganz mooi van een König aankwam, om Respekt zu weisen, besonders wenn ein König groß gesalbt wird. Uit Respekt würden sie das tun, ihre klare Hand leihen. In 2. Könige, Kapitel 9, Vers 13, da hat Elisa Jehu groß gesalbt, das König, und wir mal lesen, was hier passiert. Vers 13. Dann nahm jeder Eilands sein Kleid und legte es vor ihn hin auf die bloßen Stufen, und sie bliesen die Posaune und riefen, Jehu ist König geworden. Also das wäre eine Praktika normal. Jesus kommt hier an als ein König, und mit Respekt leihen sie ihre Kleider dort am Weg an, und auch sogar diese Palmen hier so. Und dann treten in Tags, Lukas 1937, und als er schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten. So als er dann bei den Ölberg kommt, bei den Abhang durch, dann fangen sie die Jünger an, Gott zu loben und zu preisen. Für all die Taten, was Jesus al gedoen hat. Und sprachen, Gelobt sei der da kommt, der König in den Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und ihr seid zitiert hier so Psalm 118. Psalm 118, Vers 24 bis 26. Das ist ein Lobpsalm. Das ist ein messianischer Lobpsalm. Und die Versen sagen, dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. O Herr, hilf. O Herr, lass wohl gelingen. Gelobt sei, der da kommt, im Namen des Herrn. So sie loben und preisen Gott für all die Taten, was Jesus soll gedoen hat, unser End. Und zoals ik zei, kaarts nog een paar jaar verder, had hij, waar de grote van dat doen, had 2 blinde zoon gemerkt, had Lazarus van de dood opgewakt. Und dann Vers 39 sagt, und einige von den Pharisäern in der Menge sprachen zu ihm, Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Nu, wenn uns hier Frieden für Jesus, dass Jesus ankam als ein König und am Loven als ein König. Wir werden nicht alles das sagen. Da wären so eine, was sich eiden über Jesus. Das wären der Hohepriester, der Pharisäer. Gerade als Jesus hat Lazarus von der Tod abgewagt, dann sie Rut schlugen, was können wir tun, dass Jesus der Mord von der Erde war. Das sagt uns zu viel tun. Wie viele Jünger habt ihr nicht all? Und sie bereden sich, was können wir das in Jesus tot mehr? Nicht stellt ihr das fair. Sie haben sich das al fair genommen, das in Jesus tot zu mehr. Und nu kommt er hier an als ein König? Und seine Jünger loben den hier als ein König? Da waren sie gedacht, nu sei je eens te weit geworden. Jesus die beste weit geworden. Was tut die? Was pflegt die? Wollt sie nicht, dass das kann uns Problem geben, sogar bei den Römer? Das ist ik sehr, Juda wir unser Rom zu der Zeit. Rom, dat wir machtig, hat alle Länder Rom
Rommend, je doet on je ere feit. En wanneer je hier nu zo aankomen staat, en krijg te deze tijd nog, te deze tijd, dat we doen wo zo veel Juden van Wittenbruid komen. En de Römer, die wissen dit. En die zaten extra soldaten aan, om op te passen over de Juden. En manche sagen sogar, sie fürchten, dass die Juden sich auf einmal würden taubstehen und eine Revolte merken, ein Aufruhr merken, jeden Raum. Das will uns, was in der Vergangenheit passiert wird. Aus den Seleukiden, Jeruts ewa Juda wir, der Machor, das Griechenland, und ja Antiochus Epiphanes, dann stand da ein Judas Makkabäer ab, mit seinen 5 Sehens. Und sie möchten eine Revolte, sie stellen sich je in die Regierung. Und sie möchten kleine Guerillas aller Wehen. Und brauchen die römischen Soldaten, die seleukidischen Soldaten an. So soll manche sagen, die Römer, die befürchten das, dass die Juden sich auf einmal krack bis ins fast waren, taub stehen. Und krack das, wird das Erste sein, was da kann passieren. Dat er ergens weer opstaan en zeggen, ik ben de koning, en dat de mensen den worden loven als koning. Zo de hoge priester hier zo, ik sta zo ver, die hebben zich geschämt met Jezus. Wo kost hij dat dan? Wo komt deze stad aan als een koning? Wat pleegt hij? En dan zeggen ze hier zo, meester, wie is doch die Jünger traag? Beschwächt die Jünger doch. Jesus antwortete und sprach, ich sage euch, wenn diese schweigen, so werden die Steine schreien. Wenn meine Jünger wollen still sein, dann wollen die Steine schreien. De tijd is door. De tijd is door dat je mij anerkent. De tijd is door dat ik bekend word als de Messias. God heeft mij geschickt. Ik ben gekomen om te zegenen en om te raden. Zo mijn jongeren worden stil zijn, dan worden de steinen schreien. De tijd wie gekomen, dat hij zal bekend gemaakt worden, dat hij mij als een profeet weer, dat hij mij als een meester weer, dat hij de Messias weer, dat hij de ware Zoon Gottes weer. En hier zijn 2 soorten van mensen. De eerste anerkent Jezus voor wie hij werkelijk is. Ze freuen sich und sie loben Gott für all die Taten, was Jesus al gedaan heeft. De andere dat zijn zonen, wat zich met Jesus schämen, wat zich over Jesus euren. En je woffene van deze beide arten mensen, en je woffene te hals du. Weet je dat is eine Sache, jeder Sonntag in de kerk fahren, und vielleicht sogar einen Bumpersticker haben, wo ein kleines Fäschchen ist, wo die Bandschrift Jesus. Oder vielleicht sogar ein T-Shirt haben, mit der Schrift I love Jesus. Das ist eine Sache. All diese Dinge haben und wiesen, dass die Jesus gleich. Maar dat is een ganz andere zaak, dat over de lappen te brengen. En dem wat u te dienen familie, en dem wat u te dienen vrienden, beim Geschäft, en publico van Jezus redt. En ik ga een T-shirt aanhalen, Jesus loves me. En ik zei, nicht, dass du mal dadurch hast. Das ist fein.
Maar eine Sache ist das von Bieten bewiesen. Auch in dem, was je in die Kirche kommt. Die andere Sache ist das von Band bewiesen. Und dort von was ans Hart fallen ist, das kommt über den Lappen. So, wofür redest du von Jesus? Wofür kommt dort Wort Jesus über deine Lappen? Denk doch bitte nur. In der letzte Werk. Wofür ist dort Wort Jesus über deine Lappen gekommen? Hast du Andacht mit deiner Familie? Oder schämst du dich? Betest du mit deinem Ehepartner taub? Oder schämst du dich? Betest du mit deiner Novia taub? Oder ist das zum Schämen? Wie sind deine Worte dort, die Jesus von Horten läufst? Oder wie sind bloß deine Kleider dort? Hast du zu sein von Montag bis Sinn und dort du ein Live bist mit Jesus? Oder hast du bloß ein Sonntagsmars von Tag 9 bis Tag 11 zu sein? Wie sind deine Worte dort bloß dann, dass du Jesus läufst, wenn du mit seinen Menschen taub bist, was Jesus läufen? Und wenn du mit seinen Menschen taub bist, was Jesus nicht mehr kann, dass du dann nicht mehr antworten, dass du Jesus kannst? Und dass du Jesus vielleicht sogar wirst verliehen, kriegst es Petrus dort, ein paar der wieder von hier, und sagen, er kann den nicht. Christen sind alles Heuchler. Lobst du Gott für die Duden, was Jesus soll in dein Leben getan hat? Dass Jesus die geraten hat? Dass Jesus die den deuten Dienst in Gruben rückgehaben hat, wo die Bahn wirst? Lobst du Gott, für wo Jesus die geführt hat? Für woher Matthias? Oder schämst du dich mit Jesus? Aber wenn Jesus in wir denken, was er hat, was wir in Markus Kapitel 8 Vers deutlich fängen. Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt, unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit dem heiligen Engel. So, wenn wir uns wollen schämen mit Jesus, dann wird häufig auch mit uns schämen. Wenn häufig wird reinkommen in seine Herrlichkeit, mit seinen Engel. Das wird prächtig sein. Wir kriegen uns mal ab, eine Mana in der Regierung, oh ja, ein Grundbezirk der Ziel, vielleicht Mana wird popular sein, und doll Geld haben viel Respekt verehrt. Lass mich sein, dort alle ist nichts. Und für Dyck, wenn Jesus ist, was reinkommt, in den Wolken, mit den Engeln. Das wird herrlich sein. Hier wollen Menschen nicht bis zur Ziel gehen, hier wollen Menschen sich durchknallen. Aber ab hier, stell dir mal vor, wenn Jesus sich dann was schämt mit dir. Sagen, der Mensch kann ich nicht. So schämst du dich mit Jesus. Aber lobst du Gott für was Jesus soll haben in dein Leben getan. Der dritte Punkt, Jesus rat über Jerusalem. Vers 41 bis 44 noch. Und als er nahe hinzukam und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, wenn doch auch du erkanntest an diesem Tag, was zum Frieden dient. Aber nun ist vor deinen Augen verborgen. Denn es wird eine Zeit über dich kommen,
Da werden deine Feinde um dich eine Wall aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten bedrängen und werden dich den Erdboden gleich machen, samt deinen Kindern, in dir und keinen Stein auf dem anderen lassen in dir, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du besucht worden bist. So Jesus kijkt hier dan nu naar Jeruzalem en vangt einfach an zu roeren. En sagt, wenn die bloß erkannt hat, was nicht uns passiert. Und du bloß sagst, was nicht uns passiert. Dat de Messias besiegte. Gott ist auf jeden abgekommen. Dann sagt aber Heron, aber nu sind deine Augen verborgen. Du bist blind. Du kannst dort nicht sein. So Jesus rät hier in Jerusalem bin zwei Ursachen. Erstlich, dass Jerusalem blind ist für was und der Messias nicht erkannt hat. Zweitens, wenn Gott und du verstrufen wird. Indem dat de Fien worden jenen kommen, de Kinder dort merken en alles gelijk merken. Alles uitroeren van Jeruzalem. Een prachtige stad, een smakke stad, waar duizenden mensen te jeen komen jeder jaar. Nu, deze profetieung van Jesus erfüllt sich bloß 37 bis 38 Jahre later. Im 70 Jahr nach Christus, wo die Stadt ganz verstiert wird von den Römern. Unter der Regierung von dem Kaiser Titus, römischer Kaiser, und da wird gesagt, dass damals über 1 Million Juden sind durchgemerkt worden. Jesus wusste das, was hier in Jerusalem tegnet. Der schmacke Stadt. Hast du bloß den Messias erkannt? Aber du bist blind. Und du weißt, was dir das passiert. Und das passiert. Duizenden Juden werden uitgemerkt, 70 Jahre nach Christus. Der Tempel wird durchgebrochen. Und wird gesagt, der Tempel der wird angesteckt, dass wir noch nicht die Plan gewesen sind, den anzustecken, aber wenn er nicht angesteckt wäre, wird das Gold raufgeschmolzen auf die Steine und dass wir nötig jeder Stein von den anderen rauf zu nehmen, um das Gold durchzuschmelzen. Jetzt kriegt was Jesus sagt. Du wirst nicht ein Stein auf den anderen Stein bleiben. Ein grauten, schmacken Tempel. Du die brechen wir auf ihr. Kriegst es Jesus sagt. Warum? Wenn Jerusalem die Zeit nicht erkannt hat und diese besucht wird. Und oder wenn sie Jesus nicht erkannt haben als der Messias. Nee, weißt du, Jesus hat die auch besucht. Jesus hat uns alle besucht. Offenbarung 3,20 sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Jesus hat die besucht. Kriegst Jesus damals Jerusalem besucht, so hat er die besucht. Und nicht Pastor, er hat die sogar angeklappt und die noch warten, der hat die angeklappt. Die Frau ist, hast du ihn erkannt? Und hast du ihn aufgetan? Wenn du ihm nicht wahrscheinlich kann, wenn du nicht wirst glauben an den wahren Sehen Gottes, wenn du nicht an Jesus wirst glauben, dann weiß das, dass du auch so eine Prophezeiung über die. Kriegst du Jesus, du prophezeit über Jerusalem, so hast du dann eine Prophezeiung über die. Und dann fingen wir in Johannes 3,36. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber den Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen. Das ist die Prophezeiung. Der wird das Leben nicht sein. Sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm.
Und Gott sein Zorn bleibt ewig an. So, wenn du Jesus noch nicht hast angeladen, wenn du Jesus noch nicht anerkannt hast aus dem wahren Sehen Gottes, dann dauert von dir. Dauert von dir. Du weißt nicht, was morgen wird sein. Zum Schluss. Viele Prophezeiungen, die wir in der Bibel finden, sind all erfüllt worden. Und das Salz gegeben uns die Sicherheit, dass Sonne, was noch nicht erfüllt sind worden, dass es noch worden erfüllen. Und eine von diesen anerfüllten Prophezeiungen ist Jesus in der Wiederkunft. Wir als Christen wachen darauf. Wie wenig sollen darauf wachen? Wachst du auf diese Wiederkunft? Und noch welcher bist du bereit für diese Wiederkunft? Und nun ja, wovon der Ort Menschen teilst du? Sollen du Gott loben für den Toten Christi? Jods für das Erlösungswerk? Oder teilst du ja Sonne, was sich mit Jesus schämen? Und sich meist nicht mal wählen, das Wort Jesus zu brauchen. Wenn Jesus nie groß würde in dein Leben kriegen, was du nie groß die letzte Weg getan hast, wo du nie groß stehst, würde er op einmal Glück machen rohren? Wenn du ihn nicht erkannt hast, kriegst du es über Jerusalem rohr. Und wenn du ihm nicht hast Ruhm gegeben, kriegst du es Jerusalem ihm nicht Ruhm gegeben. Aber würde er freundlich gehen. Wenn es dat wordt weten dat hij weer bij die welkom. Amen. De Verheitung ist du, Jesus, Kämpfer. Für was hast du eine Erlösung für den Nächsten, für den Rechten? Wie haben wir hier, du hast Rot und du hast Hoffnung, wenn du befreist, dass er als Rechter kommt. Dankeschön, Juan, für uns das Wort mitteilen und für das Wort so ausleihen, das uns da konfrontiert. Das nächste, also das Schlusslied in der Frau aus der Singlehrer abkommen, um uns anzuladen in nur dem, was Juan uns mit den Segen entloten. Hosanna. Schaut ab für das Schlusslied, Nummer 237. Hosanna, Hosanna in der Höhe. Hosanna, Hosanna, Hosanna in der Höhe. Du bist König und Herr, du regierst mit Macht. Deine Herrlichkeit ist offenbar, Hosanna in der Höhe. Ehre sei dem König allein. Ehre sei dem König allein.
Laten we ons neigen. Lieber Herr Jesus, wir kommen vor dir. Wir kommen vor din heilige Angesag. Und Herr, wir danken dir von Herzen, dass du diese ihr besucht hast. Du hast dit lief gedaan uit gehoorzaamheid. Ik dank dir dafür. Ik dank dir, Herr Jesus, dass du bist willens warst, den schweren Weg zu gehen am Kreuz. Und dass du bist willens warst, dein Leben zu geben am Kreuz, zu leiden für uns, uns frei zu geben von der Sünden, Sklaverei, wo wir ban wären. Herr Jesus, Dankeschön. Ich freue, dass du verschmuttert sein durch diesen Weg, musst du uns segnen, musst du vor uns gehen, musst du Rahmen sein mit deinem Heiligen Geist, musst du uns beschützen. Und Herr, wir loben und preisen dich für was du getan hast für uns. Und ich freue, dass du uns das Denken halten und dass wir keine gesehene werden können, wenn wir an das denken, was du für uns getan hast. In deinem Namen bete ich, Herr Jesus. Amen.